9.228,50 € kostet dieses Fahrrad und es könnte entweder von James Bond persönlich gefahren werden mit seinen 2 kleinen Kindern oder es könnte in Thailand gefahren werden als Ersatz für ein Tuk-Tuk. So ist es mit drauf und genauso ist es auch. Das heißt, es ist ein Lastenrad, mit dem du 3 Personen sicher transportieren kannst, sogar mit Gurt und mit einem, ich nenne es mal, bisschen Crashkäfig dabei. Also wenn da mal irgendwas passiert und so weiter, du stehst nicht ganz draußen. Das Ganze auch noch wetterfest und sicher. Ja, trotzdem fast 10.000 € ist eine Menge Geld, aber diese Räder erfreuen sich gerade in Deutschland, Berlin, Stuttgart, in allen Großstädten siehst du nur meistens Mütter rumfahren, die ihre Kinder damit chauffieren. Oft ganz zum Leidwesen von irgendwelchen Hausbesitzern, die dann im Eingang stehen haben. Ja. Trotzdem, du musst sowas haben, weil es ist einfach geil. Die Leute fragen danach, oder? Ich grüße dich ganz herzlich, Tobi. Grüß dich, hi. Ja, und du bist der Lucia. Ihr seid beide von Konrad, der Fahrradladen. Jetzt mal ernsthaft, ihr habt davon nicht nur eins, ihr habt ganz viele Lastenräder auf Lager, die man auch alle testen kann. Ihr seid nämlich Riese und Müller Erlebnisstore und das ist ein echtes Riese und Müller, praktisch Kinder, SUV, Lasten, schlag mich tot, alles. Genau, das ist das Paxter 70, so wie wir es jetzt konfiguriert haben, halt wirklich explizit für den Kindertransport gedacht. Wir haben eine verstellbare Sitzbank drin, also da kann man sogar noch den Fußraum ein bisschen variieren, also wie man es aus dem Auto kennt. Wir haben richtig guten Wetterschutz, wir haben sogar noch ein kleines Sonnensegel, was man drüber kletten könnte, was da mit dabei ist. Und ja, wie du es schon gesagt hast, dieser Käfig außenrum, der ist halt auch super stabil und ja, das harte Material, das wird sogar, ja, wenn man da mal wirklich mal einen Unfall mit hat, wird das schon sehr viel wegfedern. So, Inverter-Klimaanlage. Also es gibt ganz viele Extras, die wichtig sind. ABS mit drin, Inverter-Klimaanlage. Dann kannst du wirklich auch die Temperatur einstellen. Ich darf das mal ganz kurz zeigen, wenn du mal gerade hier öffnest, dass man das sieht. Die Kinder selber haben die Möglichkeit, am Bedienpanel die Temperatur einzustellen. Ich zeige mal gerade. Ah ne, das ist jetzt nicht hier verbaut. Ja, nee, es war Spaß. Bose Soundsystem haben wir jetzt auch nicht konfiguriert. Wir wollten günstig bleiben. Nee, ist halt wirklich für den Kindertransport genau das Rad. Also fangen wir mal ernsthaft an bei dem Rad. Warum das, also Paxter gibt es natürlich auch für weit unter 9.000 €. Aber wir haben hier halt vieles wieder reingebaut, wo das halt nochmal besonders macht, das Rad. Und zwar haben wir das Control Technology Package. Das macht aus dem... Das Control Technology Package. Okay, schieß los. Ja, das ist ein kryptischer Begriff. Das ist quasi, bezahlst du hierfür, dass die komplettes Rad ein Fully ist, die Hinterradschwinge. Also das macht das Paxter was... Das ist ein Fully? Das ist ein Fully, genau. 20 Zoll Fully. Genau, das ist ein Fully, 20 Zoll vorne, hinten haben wir, glaube ich, 26 Zoll voll gefedert. Ja. Aber das ist ein Fully-Lastenrad. Genau. Das ist ja geil. Warte, habe ich gar nicht gesehen. Ja. Also damit kannst du halt dann auch wirklich die Kopfsteinpflaster und die Bürgersteige hoch und runter fetzen und hast trotzdem vorne noch deine Kinder halt drin. Ne? So, Cargoline, was ist das für ein Motor? Ist das ein CX? Das ist der allerstärkste, genau, das ist basierend auf den CX der Generation 4, aber nicht mit 340% Unterstützungsleistung, sondern 400%. Also mit allem, was halt geht. Ne? Mit allem, was geht. Dann ist allein die Integration der Batterie, sowas hat Bosch selber noch nie gesehen, glaube ich, oder? Ja, es ist halt wirklich wie so ein kleines Torpedofach, wo die Batterie drin sitzt. Sag mal. Natürlich wie immer abgeschlossen mit dem Abus-Schlüssel. Also ich habe mich ja eben ein kleines bisschen lustig gemacht, aber wenn man dieses Fahrrad erkundet, dann weiß man auch, dass es ein bisschen teurer sein darf, weil die bauen ja davon keine 5.000 Stück. Das ist ja auch das beste Lastenrad, was es momentan auf dem Planeten gibt. Geh ruhig mal hin, Tobi. Es ist das beste Lastenrad, was es auf dem Planeten gibt, sagt zumindest. Nee, es ist, also so. Kann ja jemand irgendwo jetzt zieh mal raus. Mal in die Kommentare schreiben, ob es irgendwas gibt, was besser ist wie das Rad. Also wir reden ja jetzt nicht über eine Einzelanfertigung, die irgendjemand baut, sondern wir reden hier über ein Produkt, das von der Linie kommt, was auch der Hersteller auf gut Glück mal gebaut hat. Jetzt haben die das Glück, jetzt sind, ich sag mal, gerade Lastenräder schwer im Trend. Das hier kann auch mal von der Firma auch mal zweckentfremdet werden, nämlich zum Transport. Ganz klar. Schieb's noch mal rein, bitte, dass wir es noch mal sehen. Was ist denn das für ein Material außen? Ist das hier... Filz.
Filz. damit das schön nicht rappelt und klappert. Das und gleitet dann schön hier rein. Und man muss auch dazu sagen, es ist eins der Lastenräder, wo nicht nur voll gefedert ist und halt diesen Schwerpunkt hat für Kindertransport und alles, sondern du kannst hier auf der anderen Seite noch einen reinhauen. Du kannst mit 1250 rumfahren. Also 2 Akkus kannst du reinmachen. Ja, 2 Akkus. Und guck mal, noch, was wir auch dazu konfiguriert haben, zu diesem Control Technology Package, was auch schon mal 1000 Euro mehr kostet. Dann noch 500 Euro. Also das nochmal, das Control Technology Package ist die Vollfederung. Genau, ist diese Hinterradschwinge. Dann gibt es noch das Paket, was wir auch noch haben aber dazu komme ich gleich, wo auch nochmal Aufpreis ist, dass wir halt vorne noch eine Dämpfergabel halt haben. Ne? Eine Dämpfergabel, zeig mal. Die ist ja vorne. Die ist vorne. Okay, aber das ist ein Handschuhfach, oder? Handschuhfach, genau. Das haben wir auch noch dazu konfiguriert. Da kannst du halt deine Schlüssel reinmachen, Geldbeutel und so. Und das ist schön hier safe, ne? Und hier ist Weißt du, das hier ist das erste Fahrrad, wo ich sagen würde, das ist allein schon dadurch, dass es da steht, wenn du da nur das Rahmenschloss dran machst, ist schon Diebstahl geschützt. Also zumindest traut sich da keiner rein so direkt, ja, weil es sieht schwer aus. Was wiegt denn das? Ja, da sind wir schon jenseits von 35 Kilo tatsächlich mit den ganzen Aufbauten, wenn wir da uns den 40 schon angenähert haben. Das ist kein Rad, was dir mal eben unter den Arm klemmst und wegrennst. Also das ist Doch gut so. Und die Leute wollen das ja so, ne? Das heißt, das hier ist eher ein Moped wie ein Fahrrad. Ja, das ist eher, ja, vielleicht schon fast ein Kleinwagen, zumindest vom Verwendungszweck. Aber das hier ist doch ein wirklicher Mobilitätsersatz in Städten anstelle von einem Auto, wenn du ich sag mal, Kinder in den Kindergarten fährst. Es regnet wie Sau, die Kinder werden nicht nass. Gut, du wirst selber nass, aber da gibt es ja auch Kleidung für. Genau, also so Funktionscommuterkleidung wirst du wahrscheinlich dann trotzdem noch brauchen bei Wind und Wetter. Aber zumindest mal der Fahrgastraum, sag ich mal, der ist mit Es ist Sicherheit ein krasses Licht eingebaut, oder? wir haben dann nämlich das Performance Package auch noch mit rein konfiguriert, was auch nochmal 500 Euro kostet. Das Performance Package. Genau, das Performance Package hat eine Supernova halt Lampe drin, ne? Was ist das für eine? Die Pro 25 oder so? Ja. So, und dann haben wir noch 4 Kolbenbremse, ein Fernlicht und hinten noch Bremslicht. Also, Nochmal. das Ding ist halt. Also 4 Kolben, Fernlicht, Bremslicht. Genau, ich mache mal erstmal das Front. Oder soll ich hier tun? Genau, hier die. Machen wir mal Bremslicht. Zack, ne? Oh, krass. Und was auch krass ist, es hat eine Genau. XT-Schaltung mit drin, eine Schaltgruppe XT. Richtig steil, wenn es den Berg hoch geht, kein Problem hiermit. Ich kriege das ja nicht mit Riemen, oder? Du bekommst das natürlich auch mit Riemen. Das ist ja auch so ein bisschen was, wofür Riesemüller steht. Konfiguriere, wie du möchtest. Ich würde es tatsächlich im Lastenbereich nicht unbedingt mit der Enviolo empfehlen. Die ist dann tatsächlich ein bisschen schwergängig. Also finde ich die Kette einfach besser. Kette funktioniert. Okay, habe ich soweit verstanden. Du hast eine Vollfederung XT, Bremsen auch XT? Nee, keine XT-Bremsen, aber 4 Kolbenbremsen vorne wie hinten. Würde ich tatsächlich auch behaupten, dass das durchaus Sinn macht im Lastenradbereich. Wenn du da halt wirklich mit dem Maximalgewicht unterwegs bist, da brauchst du ordentliche Bremsen. Hier sind THP 4. Ich zeige mal gerade allein die Bremsscheibe, die vorne drauf ist. Das ist eine Mountainbike-Bremsscheibe. Ja, würde ich schon sagen. Also Mountainbike-Bremsscheibe und auch Bremse. Wie gesagt, hier noch Auf einen 20 Zoll. auf dem 20 Zoll Rad. Ja. ABS verfügbar auf Wunsch? Genau, ABS ist verfügbar auf Wunsch. Haben wir hier jetzt noch nicht. Ist jetzt quasi ein Scherz, aber das gibt's wirklich. Ja, das gibt's wirklich. ABS kann man dazu konfigurieren, aber ihr sagt so, das hier ist jetzt, wie es hier kommt, schon eins, das macht die Leute stolz. Was ich geil finde, hier vorne ist dieser Käfig, der da ist, der wurde ja extra angefertigt. Aber wie muss ich mir das vorstellen, wie sich das anfühlt, hier die Außenhaut von dem... Das ist so ein Styropor, ne? Also, nee, ist gar kein Styropor. Es ist irgendwas, was sieht aus wie Styropor, fühlt sich an wie Styropor, ist auch ziemlich fest. Ich glaube, ich kenne so Kühlboxen, die so ähnlich gefertigt sind, also mit denen die Dingsdienste rumfahren, die Pizzadienste und so weiter, die ja auch viel aushalten müssen. Das sieht genauso aus. Ja, es ist halt so ein Hartschaummaterial, ähnlich wie es auch beim Fahrradhelm verbaut wird. Ich habe einen Stahlrahmen dann nochmal drumherum. Das heißt, hier würde dieser Rahmen noch ein bisschen natürlich auch die Energie absorbieren, wenn da irgendwas passieren sollte. Per se sind die Kinder aber schon mal sicher, die haben einen Helm an, die haben tatsächlich 3-Punkt-Gurte oder was ist hier drin? Ja, machen wir mal auf. Machen wir auf. So, man kann das ganz leicht öffnen. Das sind 2. Ach, der Gasdruckfeder oder was ist da? Nee. Nicht wirklich, nee. Warte, ich guck mal gerade, wie das da hochgeht. Da sind auf jeden Fall Federn drin. Es geht automatisch hoch. Das sind halt quasi Plattfedern, wenn du so willst. Plattfedern. Das sind halt, Es bleibt dann offen. Habe ich die Möglichkeit, das hier irgendwie hier zu fixieren, dass es nicht so runterhängt, hier an der Seite, dass ich es irgendwie drüber mache? Oder?
Ja, du könntest es rumschlagen, aber eigentlich ist es tatsächlich Es geht so. wie es ist. Du hast die Möglichkeit, also Dreipunktgurte, ja, hast du ja gefragt, die haben wir hier. Und du hast die Möglichkeit, tatsächlich die Sitzbank noch zu verschieben. Die rastet dann in mehreren Punkten ein. Okay, dass die Kids auch schlafen können drin. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Denn ich kenne das von meinen Kindern, wenn die ganz stocksteif stehen, also ganz senkrecht, dann hatten die keinen Bock zu schlafen und so könnten die mal einpennen. Da gibt man denen noch ein kleines Kissen und gut ist. Ja, also wenn ich auch mal gucke, hier der Rahmen, da ist nochmal ein kompletter Metallrahmen innen liegend, damit die Kinder auch sicher sind. Dann hast du innen alles nochmal verschweißt, alle praktisch Riese und Müller. Die Zuladung, ich zeig mal, Ladefläche, das klingt wie ein Auto, 65 Kilo kann ich da reinladen. Das heißt, und das ist wahrscheinlich schon unterdimensioniert. Also wahrscheinlich geht da in der Praxis noch ein bisschen mehr. Also 65 Kilo heißt 2 Kids bis 6, 8 Jahre kann ich damit rumfahren. Also ich glaube, da wird es zuerst eng vom Platz her im Fahrgastraum, bevor wir an dieses Gewichtmaximum kommen, ja. So, dann kann ich es ja immer noch verwenden. Statt der Sitzbank könnte ich jetzt, oder statt den Kindern könnte ich jetzt einen Einkauf da reinmachen, da könnte ich jetzt Bierkisten reinmachen, da kann ich einen kompletten Einkauf für eine Familie machen. Das ist ein richtiger Kofferraum. Ja, also du hast wirklich eine große Ladefläche. Auch vom Gewicht geht da ja einiges rein. Und ja, es ist irgendwo so ein bisschen der Zweitwagen, ne? Du weißt, ich habe extra angefangen mit dem Preis, weil wir sprechen bei Riese und Müller natürlich von dem Besten, vom Besten, vom Besten. Also das ist, oder ich sage mal höchstwahrscheinlich das Beste vom Besten, wie wir es hier haben. Das hat seinen Preis. Man muss es ja auch nicht kaufen. Man muss zumindest mal den Leuten zeigen, dass es sowas gibt. Weil es gibt viele, die sagen, hey, bevor ich mir jetzt irgend so ein Auto kaufe, das große Kosten erzeugt, du weißt selber, das muss auch entsprechend versichert werden, das steht irgendwo rum, das muss auch betankt werden. Das ist auch ein Thema geworden, tanken, oder? Ja klar, das ist ein Riesenthema. Hier kannst du ein bisschen Strom tanken, den wirst du wahrscheinlich, wenn du in der Stadt unterwegs bist, wenn es nicht allzu bergig ist, wirst du den wahrscheinlich auch nur verbrauchen beim Anfahren. Wenn du mal unterwegs bist, pedalierst du ja immer rein. Und es ist halt einfach, es ist noch ein Fahrrad. Das ist kein PKW, das ist noch ein Fahrrad. Ja, der Lucian, der wird gleich mal für uns mal Probe fahren draußen, dass wir das mal sehen, wie wendig das ist. Es ist länger. Ich meine, das geht ja gar nicht anders. Ist das komisch zu fahren, dass der Lenker nicht direkt über dem Rad ist? Also ich finde nein, und tatsächlich funktioniert es auch wunderbar, wenn man es mal ausprobiert und einfach mal geradeaus guckt und sich denkt, ich sitze einfach auf dem Fahrrad. Du wirst natürlich einen größeren Wendekreis haben, als du gewohnt bist, aber ansonsten fährt sich das wunderbar. So, was kann ich denn alles hier verstellen? Kann ich die Höhe einstellen vom Lenker? Das geht, oder? Genau, ich kann Sattel Schnell verstellen. schnell verstellen, Lenker und Sattelhöhe direkt mit diesem Schnellspanner hier. Zeig mal bitte. Und dass das ich ist halt auch super cool, dass ich halt auch... Ach, bei Schulz mal wieder. So, nee, ich glaube, das ist diesmal nicht mal kein Beispiel. ja. Jedenfalls mal keins. Und was halt auch super ist, dieses direkte Lenken. Also du hast nicht das Gefühl, dass du so ein Schiff fährst, sondern es ist echt... Ist das jetzt über unten jetzt ein Gestänge oder wie läuft das? Oder ist es Fly by Wire, wie die Klimaanlage? Nee, du hast eine Lenkstange, die halt über 2 Gelenke umgelenkt wird. Bitte dreh mal bitte. Also ich kenne das ja in Thailand, ich habe eben so rumgewitzelt, in Thailand fahren die alle damit rum. Sie sind nur auf Zweitakterbasis, wahrscheinlich jetzt auch Elektro. Ja, also kennt man tatsächlich so von der Optik so ein bisschen aus dem asiatischen Raum. Ist aber viel cooler, oder? Da vorne hier dieses schwarze, mattschwarze, oben mit dem Dach drauf. Das kam ganz neu raus jetzt? Das kam in der Variante dieses Jahr ganz neu raus, genau. Also ein vollgefedertes Kindertransportrad in der Form hatten wir vorher nicht. So, die Ladebuchse ist hier vorne. Ja, da ist die Ladebuchse. Halt raus, ne? Ihr habt das selbst erst, glaube ich, seit 1, 2 Tagen hier. Ihr habt ganz viel ausgepackt für mich, für die Dreharbeiten. Habt gesagt, hier, komm mal vorbei. Erkunden muss man es. Das Geile ist, man kann es hier Probe fahren. Das bedeutet, ich habe diesen wirklich starken Cargo-Line, also einen Bosch Performance CX, der noch stärker ist, richtig? Ja, also er ist halt vom Ansprechverhalten nochmal ein bisschen, also er hat auch die 85 Newtonmeter wie der andere CX. Aber er ist halt von der Unterstützungsleistung am Berg, merkt man das unheimlich, dass der dann mit 400% hochpusht und dann halt egal, was für ein Gewicht vorne drin ist, und selbst wenn ich hinten Packtaschen noch drin habe und einen Rucksack anhab, der kommt in der Kombination mit der XT-Schaltung kommt man jeden Berg hoch. Ja, spielt keine Rolle. Wir sind bei Konrad Greenbikes. Ihr seid Riese und Müller-Partner fast seitdem es sie gibt. Ja, genau.
direkt von der ersten Stunde an, seit 30 Jahren. Wie lange machen die das? Also wir sind nächstes Jahr sind wir ja seit 30 Jahren, also seit 94 und Riesenmüller gibt es ja jetzt auch schon auch so um den Dreh, ne? Ich glaube 96. Also haben wir entweder in 2, 3 Jahren haben wir dann die 30 auch bei Riesenmüller voll. So, und wenn ihr Lust habt, man kann das Ganze auch als Jobrad machen. Das ist ziemlich cool. Man kann es brutto für netto vom Gehalt abbuchen lassen. Dazu gibt es ein paar Voraussetzungen. Jobrad ist ja nur eine Bezeichnung für einen Leasinganbieter, der das Ganze macht. Das Ganze wird steuerlich gefördert, indem es vom Bruttolohn abgezogen wird. Ich kann mir vorstellen, dass das hier ist ein typischer Jobrad / Gewerbekunde, der sowas kauft. Ja. Genau, also entweder Leute, die für die Firma oder halt auch, gibt es ja auch in vielen Regionen und Städten und Bundesländern eine Lastenförderung, wo es dann halt Bezuschussung gibt von teilweise, was wir schon gehört haben, von 1.000, 1.500, 2.000 Euro. Ne? Ja, im Saarland gab es das, glaube ich, da gibt es noch. Es hat sogar hier vorne Zoopunkte. Das finde ich auch ziemlich cool, dass ich Sachen festmachen kann. Das kann ich auch richtig cool festhalten hier. Ne? Ja, ja. Um diese Gurte, ne? Also wenn, Kein Spielzeug, ne? das ist kein Spielzeug, wenn du überlegst, du fährst deine eigenen Kinder, dann hast du großgezogen, alles hast du gemacht, dass denen gut geht, ja, und dann fallen die vom Fahrrad runter. Ja. Das ist gar nicht so witzig. Das ist vielen schon passiert. Ja, also das ist das Ein- und Aussteigen ist für viele schon ein Problem. Das ist hier auch ein bisschen einfacher, weil es ja hier so diese Mulde gibt, wo man dann so ein Kind nur noch so reintreten kann und besser. Echt? Die ist dafür da? Ja, ich denke, die ist dafür da. Ne? Also, also wir nehmen das mal an, dass es so ist. Wie gesagt, wir haben das Rad ja erst selber seit 2 Tagen. Aber könnte wirklich so sein. Also, dass hier die Sinn. kleinen Kids da aufsteigen können. Da vorne sieht man sehr schön. Auch der Ständer ist aus dem Ganzen irgendwie geschweißt. Ja, das ist ein massives Teil, wo trotzdem an den Füßen so Kunststoff ist, dass er nicht den Boden verkratzt in der Wohnung oder halt irgendwo hängen halt bleibt, wo er dann nicht hin soll. Dann hinten noch ein riesen Gepäckträger, da kannst du nochmal Taschen dran machen. Genau, den haben wir auch dazu konfiguriert, so ein extra, wie beim Super Delight oder Delight, ein freischwebender Gepäckträger, damit ich auch da nochmal ordentlich Taschen drauf machen kann. So, mach mal zu, Lucia. Das verdeckt. Komm, wir machen noch ein bisschen Werbung für euch. Konrad bei Greenbikes, bleib mal so da stehen. Nee, du brauchst diesmal nicht reingehen. Wir wollen es ja noch verkaufen, das Rad danach. Denn du bist eindeutig zu groß für den Gepäckraum. Aber, obwohl, so muss man probieren. Ist das schlimm? Oder weil es sind 65 Kilo, was wiegst du? Ja, leider schon 75. Ah, leider, sowas auch. Ja, komm, wir lassen es mal sein. Du darfst aber mal mitfahren. Also wenn du es einfach mal drehst, wir nimm es mal mit raus und dann filmen wir mal ganz kurz bei euch vor der Tür. Heute ist der 31. Januar 2023. Gott, wir haben schon 23. Ja, ging schnell, ne? Ihr seid jetzt schon, im Prinzip, wie lange seid ihr jetzt schon hier am Standort? Ja, seit 21 sind wir hier. Also wird jetzt quasi die 3. Saison. Und ja, in der Saison jetzt auch mit richtig coolen Lastenrädern, ne? Krass. Ja, sehr leicht. Ich merke es gerade. Er dreht es mal rum. Aber da geht es gar nicht drum. Es geht ja darum, das liegt wie ein Brett auf der Straße. Der Motor ist ordentlich. Es fährt sich, wenn es mal in Bewegung ist, wie jedes andere, sagst du? Ja, also wie gesagt, du hast halt einen Wendekreis, das musst du schon beachten. Aber so vom Handling her ist es tatsächlich kein Problem. Das ist halt natürlich krass, das ist halt. Warte mal, wenn du mal gerade jetzt mal genau lenkst. Du hast einen Fully. Was Geiles ist so diese Form. Warte mal, ich mache mal gerade die Musik von James Bond. Du, 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 du. Guck mal hier, wie das hier aussieht. Das sieht aus wie ein Motorrad. Bitte mal, warte mal, so. Jetzt etwas mehr zu mir einschlagen, zu mir, noch ein kleines, so, stopp. Das wird das Startbild. Krass. Miss Moneypenny, machen Sie sich zur Mission auf, die Kinder abzuholen im Kindergarten. Du kannst aber schon Leute verstehen, die sagen, für ein Fahrrad 10.000 Euro. Ja, klar, kann ich absolut verstehen. Du musst halt auch wirklich sehen, es ist nicht nur ein Fahrrad. Also hier reden wir wirklich davon, dass wir ein Auto ersetzen. Da bist du doch der Star mit dem Teil, oder? Wenn du unterwegs bist. Ja, absoluter Hammer. Fährt sich auch wirklich super, wie man sieht. Schon ist er weg. Und es lässt sich schon wenden, ne? Also der Wendekreis ist größer, aber geht. So, er macht gerade einen Bunny Hop. Hey, Bunny Hop hat funktioniert mit dem. Ja, hat funktioniert. Das heißt, es ist auch noch leicht. Ja, also du kannst es schon gut handeln, hat natürlich sein Gewicht durch die ganzen Aufbauten. Aber ist aber geil, dass das hier mit der Mixed-Bereifung hier und das kann man Probe fahren bei euch, oder? Ja, klar.
genau in der Straße, wo wir jetzt stehen, hast du so ein bisschen verkehrsberuhigter Bereich, sag ich mal. Der geht ultra ab, der Motor, oder? Das ist der stärkste Motor von Bosch. Naja, klar, das ist die Cargo-Line, also quasi der CX, der nicht runterreguliert ist. Das ist quasi alles, was geht momentan. Ist das Fernlicht jetzt an eigentlich? Ah, danke schön. Ich bin nämlich fast blind geworden. So. Und es sieht geil aus. Sehr geil aus, ja. Es sieht wirklich, also wenn ihr schon 10.000 Euro ausgibt, dann kriegt ihr wenigstens was für euer Geld, zumindest mal von der Optik. Aber da ist ja Riese Müller für bekannt. Muss man auch sagen, wenn es gewerblich eingesetzt wird, die Mehrwertsteuer geht noch runter. Ich kann es gewerblich absetzen. Ja, also wir können das, man kann das Rad auch deutlich nochmal günstiger konfigurieren, dass man da irgendwo auf. Deutlich günstiger. Ja, so wenn du halt ein paar Sachen weglässt, das Verdeck 300 Euro, die Sitze innen drin 300 Euro, dann vielleicht noch irgendwie, also das nicht als Folie holst, nochmal 1.000 Euro, dann bist du ratzfatz bei knappe, ja. Pass auf, was du sagst. So, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind bei Konrad Greenbikes in Kaiserslautern. Da bist du ratzfatz nur noch bei 7.000, ja. Aber es ist was Geiles. Jetzt mal. Im Prinzip schon, ja. Okay, habt ihr verstanden. So, wenn ihr Bock habt, kommt vorbei. Ich weiß gar nicht, wie ich die Mods hier beenden soll. Konrad bei Greenbikes. Wir haben heute den 31. Januar 2023. Ich finde es geil. Schreibt in die Kommentare, was ihr mit 10.000 Euro anfangen würdet. Ich würde sofort so ein Lastenbike, wenn ihr es mal gerade zu zweit mal hochhebt. Sorry, ein bisschen husten. Ja, klappt doch. Aber das wird nicht das Startfoto. Danke, ciao.